Dream Cars. Internationale Limousinen. Luxus der Sonderklasse. Eleganz und Hightech. Prestige und Perfektion. Die Limousinen von Bentley, BMW, Rolls-Royce, Mercedes und Jaguar sind die Krönung des weltweiten automobilen Schaffens. Sie definieren den Maßstab für grandiosen Luxus und eleganten Komfort. Limousinen gelten seit jeher als luxuriöseste Variante des Automobils. Bereits im 17. Jahrhundert bezeichnet man besonders komfortabel ausgestattete Kutschen mit festem Dach aus der französischen Region Limousin als Limousine. Auch die wetterfesten Mäntel aus Ziegenhaar, die Hirten damals in der Region Limousin tragen, nennt man Limousine. 1902 wird der Begriff Limousine erstmals für Automobile mit geschlossenem Fond und festem Dach verwendet. Doch in den ersten Jahrzehnten des Automobils sind die meisten Fahrzeuge offene Wagen mit Klapp- oder Faltverdeck. Erst in den 30er Jahren beginnt der Boom der Limousinen. Ob Mercedes, Maybach, Cadillac oder Chrysler. Weltweit präsentieren die Hersteller große und luxuriöse Wagen. Filmstars, Präsidenten und Kaiser genießen den großen Auftritt in großen Luxuslimousinen. Nach dem Krieg in den 50er Jahren bemüht sich die Automobilindustrie, den steigenden Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden. In Deutschland streiten Mercedes und BMW um die Vorherrschaft in der Premium-Klasse. In England parken der Bentley S1 und der baugleiche Rolls-Royce Silver Cloud vor Königshäusern und in aller Welt vor Millionärsvillen. In den USA verkörpern die legendären Straßenkreuzer den amerikanischen Traum von Reichtum und Größe. 1961 beendet der Lincoln Continental die Schnörkel- und Heckflossen-Ära der 50er Jahre. Sein Design ist ein Geniestreich. Es nimmt den sachlichen Stil der frühen 70er Jahre vorweg. Auch der Rolls-Royce Silver Shadow zeigt 1965 mit einer modernen Ponton-Karosserie die neue Sachlichkeit und bleibt trotzdem eine würdevolle Repräsentationslimousine. Ebenfalls mit klaren Linien präsentiert sich die teuerste und komfortabelste Limousine der 60er Jahre, der Mercedes 600 Pullman. Der gigantische Mercedes stellt alle anderen Luxusfahrzeuge in den Schatten. Ein Auto für Präsidenten und Popstars. Aus dem Anspruch des 600ers resultiert 1972 die Mercedes S-Klasse, die seitdem als Inbegriff einer Luxuslimousine gilt. Die Mercedes S-Klasse. Sie ist der Leitstern in der Luxusklasse und das seit Jahrzehnten. An der S-Klasse misst sich die Technologieführerschaft von Mercedes und an ihr messen sich alle anderen Oberklassenlimousinen. Die Mercedes S-Klasse ist natürlich ein Statement. Mit dem fast senkrecht stehenden Kühlergrill und den glatten Flanken tritt das Auto sehr selbstbewusst auf. Die S-Klasse ist die Limousine der Zukunft. Denn nicht nur Motor und Fahrwerk demonstrieren das technisch Machbare. Im Zeitalter der Digitalisierung zeigt die S-Klasse vor allem die Perfektionierung von Komfort und Sicherheit. Die S-Klasse hat alles an Bord, was das Fahrerherz begehrt. Das volle Verwöhnprogramm. Der große Wagen von Mercedes ist eine rollende Wohlfühloase, ausgestattet mit allem verfügbaren Luxus. Neben Sitzheizung und Sitzbelüftung gibt es im Fond sogar eine Hotstone-Massagefunktion.
Neben leistungsstarken Motoren ist die S-Klasse auch ausgerüstet mit Hollywood-reifen Gadgets wie Kameras und Radarsensoren. Die S-Klasse hat das Magic Body Control. Im Prinzip sitzt eine kleine Kamera vorne im Fahrzeug, die scannt die Straße vorher ab. Und diese Informationen gehen direkt an die Luftfederung, werden dort verarbeitet und am Ende fährt man über die Bodenwellen drüber und spürt sie gar nicht mehr. Fahren wie auf einem fliegenden Teppich. Assistenten, die einem fast alles abnehmen. Keine andere Luxuslimousine nähert sich dem Vollkommenen mehr als die S-Klasse. Eine flache Silhouette mit abfallender Dachlinie. Dazu Scheinwerfer in katzenhafter Form. Der Jaguar XJ ist ohne Zweifel das avantgardistischste Auto im elitären Kreis der Luxuslimousinen. In dieser Oberklasse bildet der XJ Jaguar eine Ausnahme mit seinem Fließheck. Dort, wo die Linien normalerweise eher konservativ sind, bringt er eine britische Note mit rein, eine gewisse Frische. Nicht umsonst ist es ein Fahrzeug für Individualisten, die sich abheben wollen von dem Mainstream in der Oberklasse. Elektronische Dämpfer und Luftfederung lassen die Passagiere im XJ dahingleiten wie im Business-Jet. Der Wagen ist über 5 Meter lang, 3 Meter Radstand, nicht ganz so groß wie eine S-Klasse von Mercedes, aber der Innenraum hat es wirklich in sich. Wunderschön gemacht, der umschließt sich förmlich und du spürst, du sitzt in einer britischen Limousine und hast diese Mischung aus Dynamik und Komfort. Im Innenraum des XJ wirkt eine Dichte des Luxus, wie sie sonst kaum zu finden ist. Der Jaguar beeindruckt durch die Konsequenz, mit der Leder, Luxus und extravagantes Design als Leitmotive eingesetzt werden. Zeigt der Jaguar britische Zurückhaltung, so demonstriert die nächste Limousine übersteigertes amerikanisches Selbstbewusstsein, der Cadillac CTS-V. Also wenn der Caddy CTS-V auftritt, dann ist Showtime angesagt. Das ist amerikanische Primetime. Der Wagen hat über 640 PS, einen kantig markanten Auftritt und hinterlässt wirklich Eindruck. Der CTS-V ist ein Muscle Car im feinen Zwirn. Markante Lufteinlässe, aggressiver Frontspoiler, Powerdome. Der CTS-V ist der Desperado unter den sportlichen Limousinen. Bequeme Sitze, feine Materialien, gute Verarbeitung. Im Innenraum zeigt sich der CTS-V als Luxusliner. Acht Zylinder, 6,2 Liter Hubraum, Kompressor. Der Motor des CTS-V stammt aus der Corvette Z06. Das Magnetic Ride Fahrwerk und eine aktive Hinterachssperre verleihen dem CTS-V einen beeindruckenden Grip und ein handfestes Fahrgefühl. Bei dem CTS-V passiert etwas absolut Faszinierendes. Der Wagen wiegt knapp unter 2 Tonnen, hat aber 649 PS und beschleunigt in 3,7 Sekunden auf 100. Da der aber so satt auf der Straße liegt, verliert man völlig das Gefühl für die Geschwindigkeit. Insofern ist es wirklich gut, dass der Wagen Scheibenbremsen hat, die haben einen Durchmesser wie das Lenkrad. Der CTS-V fährt sich wie eine Corvette mit 4 Türen. Er ist mehr Sportwagen als jede andere Limousine. Wesentlich zurückhaltender als der Cadillac tritt der Audi A8 W12L auf. Der Audi ist das Auto für Kanzler, Könige und Konzernchefs.
Denn seriöser kann man Luxus und Reichtum nicht präsentieren als im 5,27 Meter langen A8L. Wie außen bietet der Audi A8 innen eine unaufgesetzte Perfektion. Und das ist diese schöne Sachlichkeit bei zugleich sensationeller Funktionalität. Das großzügige Platzangebot des langen A8 lässt die Passagiere im Fond schwelgen. Wer will, kann auch im Liegen entspannt zum nächsten Termin reisen. Modernster Luxus, permanenter Allradantrieb, Luftfederung. Der Audi A8 W12 ist ein Triumph des deutschen Automobilbaus. Genauso wie die exzeptionelle Luxuslimousine, die sich fährt wie ein Supersportwagen, der Panamera Turbo, ein Porsche, in dem man auch gerne einmal hinten sitzt. Die Kotflügel höher als die Fronthaube. Eine Linie wie ein Coupé. Der Panamera schafft es, die unverwechselbare Porsche-Identität auf fast 5 Meter Länge zu strecken. Ob langsam oder sportlich gefahren, bei jedem Tempo unterstreicht der Panamera seine Ausnahmestellung in der Oberklasse. Der Panamera liegt so fest und stabil auf der Straße. Ich bin selten einen Wagen gefahren, der sich so mühelos und entspannt fahren lässt. Auch mit 4 Sitzen und viel Luxus ist der Panamera ein echter Porsche, dank seiner unbegrenzten Sportkompetenz. Natürlich hat der Panamera seine Größe und auch sein Gewicht. Aber als ich ihm richtig Gas gegeben habe, habe ich schon gemerkt, dass da ein richtiger Porsche drin steckt. Souverän in der Leistung, sportlich elegant im Auftritt. Der Panamera definiert den Maßstab für Sportlimousinen. Wie der Porsche Panamera ist auch der Maserati Quattroporte eine Sportlimousine, geprägt von Speed, Luxus und Exklusivität. Gezeichnet mit feinem Strich ist der Quattroporte eine Limousine von klassischer Schönheit, stilsicher und elegant. Im Innenraum des Maserati herrschen fürstliche Verhältnisse, wie in einer First-Class-Lounge. Obwohl der Maserati länger ist als die Langversion der Mercedes S-Klasse, zeigt er auf der Landstraße, dass im schicken Anzug dieser Luxuslimousine ein Sportwagen steckt. Auch wenn man den Maserati fordert, er meistert alle Kurven stabil und neutral. Der Quattroporte, eine Limousine mit 530 PS und 1000 Emotionen. Kein üppiger Luxus, keine Opulenz. Trotzdem gilt der 7er BMW als die beste Limousine der Welt. Der 7er hat mehr Hightech und Innovationen an Bord als alle anderen Oberklassenfahrzeuge. Dazu setzt der 7er auf klassische BMW-Tugenden: Fahrspaß, Dynamik und Effizienz. Passend zur Dynamik des Autos ist die Karosserie des 7er ein Mix aus Stahl, Aluminium und Carbon. So ist er mit weniger als 1800 Kilo der leichteste in der Premium-Klasse. Wie man es von BMW erwartet, ist der 7er die sportlichste Limousine in dieser Liga, zugleich verbunden mit einem Komfort, den man in dieser Klasse erwartet.
WLAN-Hotspot, Gestensteuerung fürs Infotainment des Wagens. BMW bietet damit im 7er natürlich ultimativen Luxus und wahre Hightech. Der 7er hat eine Lenkhilfe, die das Fahrzeug selbstständig auf Kurs hält. Der Clou bei dem Wagen: ich steige aus, benutze den Fahrzeugschlüssel als Fernbedienung und lasse den Wagen automatisch einparken. Der BMW 7er ist das innovativste und sportlichste Auto in der Liga der Luxusliner. Doch trotz modernster Technik ist nicht der BMW 7er, sondern die Mercedes S-Klasse der weltweite Bestseller in der Luxusklasse. AMG bringt dazu mit dem S63 Fitness in die First Class und erfüllt mit der 585 PS starken Limousine weit mehr als nur das Grundbedürfnis nach individueller Bewegung. Der S63 AMG ist natürlich ein riesengroßes Auto, aber mit einem dementsprechend großen und dicken Motor drin. Und wenn man da mal richtig aufs Gas tritt, dann hört man dem schon an, was da für eine gewaltige Kraft dahinter steckt. In der Oberklasse bietet der S63 AMG eine souveräne Symbiose aus Langstreckenlimousine und Kraftpaket, ein PS-Monster in Nadelstreifen. Die internationalen Limousinen der Oberklasse sind elegant und luxuriös, sportlich und extravagant. Sie bieten eine einzigartige Opulenz, verbunden mit einem exklusiven Auftritt. Die folgenden Limousinen sind die Könige der Oberklasse. Sie definieren die Maßstäbe von Luxus und Komfort. Ein Auto, nobel wie der Buckingham Palace, groß wie ein Landsitz. Der Bentley Mulsanne Speed. Mehr Bentley geht nicht. 5,58 Meter. So lang ist der Wagen. Wenn Sie da drum rumlaufen, haben Sie fast 15 Meter zurückgelegt. Das ist mal lässig fett. Also wenn Sie Luxus mögen und mit dem Wagen vorfahren, dann können Sie sicher sein, Sie ziehen alle Aufmerksamkeit auf sich. Wenn man dann erstmal aufs Gas drückt, wird man in den Sitz gepresst und ich meine, das Auto schafft 305 Spitze. Das sagt eigentlich schon alles. Die schnellste Luxuslimousine der Welt. 537 PS und 1100 Newtonmeter Drehmoment machen den Speed mehr als jeden anderen Bentley zum Drivers Car. Ob Tempo 50 oder 300, ob forsch oder entspannt gefahren, der Mulsanne schwebt völlig geräuschlos, wie auf Wolken über die Straßen. Der Speed ist die lässigste Luxuslimousine der Welt. Dezentes Auftreten, hinter dem Blech 12 Zylinder, opulenter Luxus und ausgiebig Platz. Der Maybach S600 ist die Krönung der Mercedes S-Klasse. Der Mercedes Maybach spielt natürlich in der absoluten automobilen Oberliga. Und trotzdem wirkt er im Vergleich zu Rolls-Royce oder Bentley angenehm zurückhaltend. Wenn man mit dem Auto fährt, hat man das Gefühl, dass Mercedes in jede kleine Ritze Watte reingesteckt hat, denn man hört einfach nichts. Wenn man in diesem Auto sitzt, genießt man einfach nur diese Ruhe. Der Maybach ist ein flüsternder Riese mit wolkenweichem Fahrwerk.
Als Pullman-Version misst der Maybach 6,50 Meter und ist nicht nur 1 Meter länger als der normale Maybach, er ist die längste Serienlimousine der Welt. Auch im Innenraum übertrifft der Pullman alle anderen Luxuslimousinen. Vorhänge sorgen für zusätzliche Privatsphäre rundum. 4 vis-à-vis angeordnete Executive-Sessel bieten extreme Beinfreiheit und verschwenderischen Komfort. Versilberte Champagnerkelche, elektrochromatische Glasdachverdunkelung. In der 100-seitigen Ausstattungsliste finden sich noch viele Ausstattungsdetails, mit denen Sie Ihren Wagen individualisieren können. Der Mercedes Maybach bietet Luxus am laufenden Meter und Exklusivität in Perfektion. Nicht weniger exklusiv als der Maybach ist der Ghost. Er gilt als der kleine Rolls-Royce und trotzdem hat auch er einen großen Auftritt. Das Getriebe des Ghost vollzieht seine Aufgaben wie ein alerter, aber unsichtbarer Butler. Ghost, der Name ist nicht nur spooky, der Wagen hat auch sonst hellseherische Fähigkeiten. Er hat ein GPS-gestütztes Getriebe, das die Gänge einlegt, bevor der Fahrer weiß, dass es jetzt schnell um die Ecke geht oder den nächsten Hügel hoch. Seinem majestätischen Auftritt entsprechend gleitet der Ghost scheinbar völlig mühelos und unangestrengt über die Straße. Innen ist der Ghost eine Symphonie aus Holz, Lack und Leder, bei der Stil, Anmutung und Materialien perfekt miteinander harmonieren. Und was ist in einem Rolls-Royce die Steigerung von Luxus? Der Überfluss im Detail. Du findest jedes Material, alles vom Feinsten. Was du aber nicht findest, ist auch nur das klitzekleinste Stück Plastik. Der Ghost vermittelt seinen Passagieren nicht das Gefühl von Fahren, sondern von Getragenheit. Dafür sorgt seine Luftfederung, die alle Erschütterungen herausfiltert. Wie kein zweites Auto übersetzt der Ghost seinen Passagieren Fahren als Genuss an der Bewegung. Die Essenz aller je gebauter Nobelkarossen ist ein Fahrzeug, das sich in Sphären jenseits aller Luxuslimousinen bewegt, das sich nicht mit rationalen Kriterien bewerten lässt. Der Rolls-Royce Phantom. Die Formen des Phantom bestimmen ein zeitloses und klassisches Design. Jetzt war ich natürlich noch nie bei der Queen im Buckingham Palast zum Tee eingeladen, aber ich glaube, mehr Luxus und Größe als im Phantom finde ich dort auch nicht. Den Innenraum schmückt handschuhweiches Leder. Dazu gibt es alle erdenklichen Extras und ein fürstliches Platzangebot. Weniger als allerhöchsten Komfort möchte Rolls-Royce seinen Kunden nicht zumuten. Also normalerweise nehmen die Besitzer von diesem Fahrzeug wohl eher hinten Platz, was aber eigentlich extrem schade ist.
Denn mit diesem Fahrzeug hat man so ein bisschen das Gefühl, als wäre man in der eigenen Welt und schwebt förmlich über die Straße. Denn diese 2,5 Tonnen lassen sich ganz easy mit 2 Fingern steuern. Der Rolls-Royce Phantom ist die Krönung des automobilen Schaffens. Mehr Exklusivität, mehr Komfort und mehr Prestige bietet kein anderes Fahrzeug. Gediegener Luxus, technische Opulenz, eindrucksvolle Präsenz. First-Class-Limousinen sind der Inbegriff von wegweisenden Technologien, Status und Sicherheit. Es lässt sich nicht stilvoller und komfortabler Auto fahren als in einer Limousine der Luxusklasse.